Haaranalyse bei unserer Reporterin Claudia Banse. Sie schneidet sich dicht an der Wurzel ein paar Strähnen raus und schickt sie an Medicross Labs, ein Unternehmen, das wirbt, mit ein paar Haaren Unverträglichkeiten analysieren zu können. Claudia ist neugierig und hat sich für dieses Produkt entschieden, weil sie viel Werbung dazu bekommen hat und der Test gerade im Angebot war. Für 39,90 €. Ich bin seit meiner Kindheit Pollen- und Gräserallergiker und ich reagiere vor allen Dingen auf Beifuß, Hasel und Roggen. Das habe ich alles mal testen lassen. Ich weiß, dass es auch zu Kreuzreaktionen mit Lebensmitteln kommen kann, aber mehr als ein Kratzen im Hals nach dem Apfel hatte ich bisher noch nie gehabt. Medicross Labs wirbt damit, 650 Elemente auf Unverträglichkeiten zu testen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Fette, Materialien, Metalle, Zusatzstoffe. Aber auch Pollen, Gräser und Tierhaare, die eigentlich zur Kategorie der Allergien gehören und nicht zu den Unverträglichkeiten zählen. Seltsam, denn das Unternehmen betont, dass es kein Allergietest sei. Claudia Banse füllt online einen Fragebogen aus. Hier werden zum Beispiel Lifestyle, Vorerkrankungen, Ernährung oder Medikamenteneinnahme abgefragt. Also ich bin sehr beeindruckt, wie schnell die Ergebnisse da waren, weil ich glaube eigentlich, dass so ein Verfahren sehr aufwendig ist. Und was sagen die Ergebnisse? Leder, Buttermilch. Ist Claudia Banse jetzt schlauer? Also so richtig anfangen kann ich mit dem Ergebnis nichts. Gegen die Sachen, gegen die ich wirklich allergisch bin, wie Beifuß, Hasel, Roggen, das steht hier überhaupt nicht drin. Aber dann kommen Sachen vor wie Pute, Putenfleisch und Erdbeeren. Das esse ich sehr häufig. Also ich habe keine Ahnung, welche Reaktionen mich da erwarten sollen. Und ehrlich gesagt haben mich jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf. Unsere Reporterin geht mit ihren Ergebnissen zur Verbraucherzentrale Hessen in Frankfurt. Die Medizinerin Daniela Hubloer ist skeptisch, denn sie findet keine Informationen über das Testverfahren. Ich kritisiere daran, dass es völlig unklar ist, mit welchen Verfahren getestet wird. Ich habe den Anschein, es wird eine Seriosität mit Bildern erzeugt und mit diesem Wort Laborbericht, die meiner Meinung nach nicht da ist. Und auch diese Vermischung von Unverträglichkeiten und Allergien, die mir auch überhaupt nicht plausibel sind. Daniela Hubloer sieht wegen solcher Tests eine echte Gefahr für Verbraucher. Es wird dringend davon abgeraten, das für Selbstmedikation zu verwenden. Und es gehört auch nicht in die Hände von medizinischen Laien. Wenn Sie da jetzt darauf vertrauen, würden Sie relativ viele Stoffe meiden, was unter Umständen auch eine Mangelernährung nach sich ziehen könnte. Und wiederum die Stoffe, die Ihnen Probleme machen, aber nicht meiden. Ein nächster Termin in der Hautmedizin in Bad Soden. Neben einem Bluttest macht Claudia Banse einen Pricktest, bei dem Allergenlösungen auf die Haut aufgebracht werden. Der Allergologe und Dermatologe Dr. Ulrich Kühne vergleicht nun die Ergebnisse. In Ihrem Fall ist es so, dass Ihre Beschwerden sehr gut korrelieren mit dem, was wir im Hauttest und in der Blutuntersuchung feststellen konnten. Tierhaare und Pollen, das konnten wir nachweisen und das ist auch etwas, wo Sie Beschwerden haben. Die Korrelation Ihrer Beschwerden mit dem Haartest ist weit weniger gut. Da haben wir zwar 2 Pollen auch, aber der Rest passt eigentlich nicht wirklich zu dem, was Sie an Beschwerden haben. Es wurden auch viele Unverträglichkeiten dort aufgeführt, auf Leder zum Beispiel, wo Sie überhaupt keine Reaktion zeigen. Von daher ist ja die Frage, was man mit diesem Ergebnis dann anfangen kann. Genau das ist die Frage. Claudia Banse hat angeblich eine Unverträglichkeit auf Buttermilch und Kefir. Der Hautmediziner ist überrascht, denn eine Laktoseintoleranz könne eigentlich nur durch einen Atemtest nachgewiesen werden. Ein Enzymmangel im Darm, wie soll man den im Haar feststellen? Der Begriff Unverträglichkeit hat da eigentlich gar keinen Platz. Und von daher ist die Relevanz jetzt dieses Haarergebnisses natürlich sehr fraglich. Arzt- und Verbraucherzentrale sind verwundert über solche Testmethoden. Also fragt Claudia Banse bei Medicross Labs an. Aber das Unternehmen entscheidet sich aufgrund negativer Erfahrungen dazu, die Fragen nicht zu beantworten, da es sich von den Medien in der Vergangenheit nicht fair behandelt fühlte. Es bleibt also offen, wie genau getestet wird. Daniela Hubloer, Medizinerin von der Verbraucherzentrale, ist jetzt noch mal bei uns. Hallo, schönen guten Abend. Sie haben sich das Ergebnis, was unsere Reporterin ja per Mail dann bekommen hat, noch mal genauer angeschaut und da noch was Interessantes im Kleingedruckten gefunden. Was genau? Ja, da stand zum Ersten, dass es sich um eine komplementäre physikalische Methode handelt. Das mir jetzt aber erstmal eigentlich auch nichts sagt. Physikalisch, auch nicht medizinisch. Genau, also nicht medizinisch, sondern physikalische, komplementäre physikalische Methode. Und dass das Ergebnis nicht in die Hände von medizinischen
seriösen Laien gehört, die ja aber dafür beworben werden. Ja. Ja. Und es sollte nicht zur Selbstmedikation verwendet werden. Das ist ja noch gut, dass dafür gewarnt wird. Aber die Frage ist, was macht man dann mit den Ergebnissen überhaupt? Sie haben es gerade gesagt, es werden ja schon Privatleute angesprochen, Genau. die genau das machen. Und diese Bilder auf der Internetseite wirken zumindest so, als sei da ein großes Labor. Ja, und es gibt ja auch einen Laborbericht. Also das macht einen seriösen Eindruck. Und die Gefahr ist natürlich, dass man dann entweder aufhört zu schauen, wo die Beschwerden wirklich herkommen. Das ist auch oft teilweise wirklich schwierig, dem da eine detektivische Arbeit wirklich dahinter zu kommen, habe ich eine Unverträglichkeit oder eine Allergie oder dass ich eben Stoffe meide, die ich gar nicht meiden bräuchte. Okay, also Sie sagen, Finger weg vor diesen Tests mit Haaranalyse. Warum ist überhaupt so dieser Hype darum? Warum testen Leute so viel? Oder wollen Naja, solche Sachen haben? Unverträglichkeiten sind halt nicht selten. Man schätzt so 15-20%. Also Unverträglichkeiten im engeren Sinne, Enzymmangel, zum Beispiel Laktoseunverträglichkeit. Richtige Allergien, Nahrungsmittelallergien sind seltener, aber auch 4-5%. Und noch viel mehr Leute meinen, sie hätten eine Unverträglichkeit oder eine Allergie. Ja, weil es sind auch diffuse Beschwerden und irgendwas hat so jeder, wo er sich dann auch findet und denkt, naja, vielleicht habe ich da doch irgendwie ein Problem mit den Nahrungsmitteln. Und insofern fällt es natürlich auf fruchtbaren Boden. Und wenn man dann noch denkt, mit so einem einfachen Test käme man dahinter. Kann man Geld mit verdienen. Genau. Aber die falsche Seite, in Anführungszeichen. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Tests, auch die nicht mit Haaranalyse funktionieren, sondern schon auf Blutbasis. Was halten Sie davon? Also da gibt es zum Beispiel die IgG-Tests, Immunglobulin-G-Test, Antikörper G. Das ist ein Bluttest, der Nahrungsmittelallergien aufweisen soll. Aber IgG zeigt keine Allergien an. Das würde ein IgE-Antikörper machen. Insofern sagen Patienten, sagen Allergologenverbände schon seit Jahren, es ist eine Patientenabzocke und unsinnig, kosten mehrere 100 €, sollte man lassen. Können wir das Geld auch sparen. Wie ist es bei Glutenunverträglichkeit? Glauben auch viele, dass sie die haben? Ja, aber ist was nicht mit so den häufig. Tests? Zöliakie ist nicht so häufig. Es gibt aber auch irgendwie eine Bandbreite abgestuft. Aber die richtige Zöliakie ist eine nicht einfache Diagnose, letztendlich eigentlich mit einer Dünndarm-Zottenbiopsie nachweisbar. Und bei diesem Bluttest, wenn der negativ ist, es ist kein IgA gegen dieses Enzym, das Gluten abbaut, habe ich aber keine Gewissheit, weil es muss normalerweise der IgA-Gehalt gemessen werden, würde man, wenn es ärztlicherweise gemacht wird. Also auch wenn es negativ ist, dieser Test, habe ich keine Gewissheit und man muss dann doch noch weiter ärztlich schauen. Okay. Habe ich vor 2 Wochen auch ungefähr, glaube ich, mit einer Ärztin drüber gesprochen, über Glutenunverträglichkeit. Finden Sie noch bei uns in der Mediathek. Gerne mal nachschauen. Kommen wir mal zu den Tests, die Sie durchaus für ratsam erachten. Wir haben hier ein paar dabei. Was ist das Genau, alles? also das, was seit Jahren als seriös erachtet wird, Ovulationstest, Schwangerschaftstest. Hier ist jetzt ein Urintest, also wenn man Verdacht hat, dass man eine Blasenentzündung hat. Seriös wäre auch Blutzuckertest, gerade natürlich bei Diabetikern. Und was ich auch interessant finde, HIV-Selbsttest ist erst seit einigen Jahren, seit 5 Jahren ungefähr erlaubt, auch für Verbraucher, für Einzelpersonen. Vorher war das eben nur für Gesundheitsämter und Ärzte. Wobei man natürlich wissen muss, dass eine frische Infektion erst nach 12 Wochen unter Umständen anschlagen kann. Und ein positives Ergebnis sollte immer noch mal bestätigt werden. Okay. Ganz kurz noch zum Schluss. Es gibt ganz viele Tests auch für Männer. Ja. Was sagen Sie dazu? Ja, es gibt zum einen einen Spermientest, also wenn Verdacht auf Unfruchtbarkeit besteht. Ja. Misst aber immer nur eine Variante, also entweder die Anzahl der Spermien oder die Beweglichkeit. In einem richtigen Labortest wird beides gemessen, also ist auch nicht sehr aussagekräftig. PSA-Test ist schon beim Arzt oder der Ärztin in der Praxis sehr umstritten. Das ist Prostata. Auf Prostata, genau. Prostatakrebs, ein Bluttest, der auch, wenn Sie zum Arzt gehen, sehr umstritten ist. Vor- und Nachteile, muss man gut informiert werden, muss gut informiert die Entscheidung treffen. Okay. Dankeschön, Frau Hubler, Gerne. für all die Informationen heute Abend, für Ihren Besuch. Vielen Dank.